Das einstig mit vielen Ambitionen gestartete Siedlerspiel, welches aber durch seine plötzliche Richtungsänderung in der Entwicklung den allermeisten Spielern vor den Kopf gestoßen hat, kriegt nun seine Quittung durch verheerende Verkaufszahlen. Außerdem steht ein erstes, halboffizielles Turnier an, welches aber Fragen aufwirft, und so langsam hat man wohl die gröbsten Schnitzer rausgepatcht. Immerhin. Nachdem bereits in den Februar-Verkaufszahlen des Verbands der deutschen Games-Branche kein Die Siedler Neue Allianzen in den Charts auftauchte, sieht es in den März-Charts nicht besser für Ubisoft aus. In diesen Charts werden alle Videospieleverkäufe für Deutschland erfasst, inklusive digitaler Verkäufe, die unter anderem über den Ubisoft Shop und den Epic Games Store getätigt werden. Denn nur über diese beiden Betriebsplattformen ist das Spiel nach wie vor exklusiv erhältlich. Eine Retail-Version, die sogenannte Entdecker Edition, wurde ja bekanntlich bereits kurz vor Release komplett eingestampft und von einem Steam-Release war ohnehin nie die Rede. Damit verkauft sich Die Siedler Neue Allianzen in den verkaufsstärksten ersten beiden Monaten im Kernland Deutschland schlechter als zum Beispiel das hauseigene Monopoly Plus oder das uralte Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Sogar der von Ubisoft selbst deklarierte Flop Mario & Rabbids Sparks of Hope lief in diesem Zeitraum deutlich besser. Da die Marke Die Siedler international im Vergleich mit deutschen Verkaufszahlen traditionell nie eine Rolle spielte, kann davon ausgegangen werden, dass es andersorts ebenfalls nicht besser für Ubisoft lief und das Spiel wohl ähnlich schnell wie Die Siedler 7 in der Versenkung verschwinden wird. Auf dieser Grundlage ist es dann auch sehr unwahrscheinlich, dass dem Spiel noch weitere Maps oder gar ein Season Pass spendiert werden, es sei denn, diese sind bereits fertig und wurden vorab aus dem Spiel geschnitten. Immerhin lief es für Ubisoft bei Anno 1800 deutlich besser. Der Konsolenport für PlayStation 5 und Xbox Series X und S ist sehr wohl in den Charts vertreten und das völlig zu Recht. Nichtsdestotrotz findet am 29. und 30. April ein erstes halboffizielles Turnier statt. Halboffiziell deshalb, da es scheinbar von einem kleinen YouTuber mit unter 20 Abonnenten organisiert wird und super versteckt ist, sodass ihr das eigentlich gar nicht finden könntet, aber offensichtlich voll von Ubisoft mit Preisen und nun auch Werbung unterstützt wird. Das Ganze läuft ohne weitere Erklärung auf einem neuen Die Siedler Discord, der nun der offizielle Discord für Die Siedler sein könnte, das aber an keiner Stelle erklärt. Immerhin findet man hier den ein oder anderen Ubisoft-Mitarbeiter wie den neuen Community-Dev Chris Gansler, was den Verdacht zumindest nahelegt, aber eben schon wieder so stümperhaft und unprofessionell daherkommt, dass auch ich das nicht mal mitbekommen hätte, wenn mich die Zocker-Lounge-Community nicht darauf hingewiesen hätte. Das Turnier selbst sorgt dabei für weiteres Stirnrunzeln. Sollten sich bis zu 10 Spieler anmelden, wird es einen nicht näher erklärten One-on-One-Turniermodus geben. Sollten sich bis zu 20 Spieler anmelden, ein 2-gegen-2 Turnier gespielt werden, in dem ihr aber nicht als Team antretet, sondern mit einem Partner zusammengewürfelt werdet. Und sollten sich dann über 21 Spieler finden, dann wird's ganz kurios. So wird zusätzlich ein 4-gegen-4 gespielt, danach ein 2-gegen-2 und zum Schluss ein 1-gegen-1 im Finale. Da das Spiel nach wie vor keinen Spectator-Modus anbietet, wird es kein Broadcast bzw. Livestream für interessierte Zuschauer geben, was die Sache natürlich auch nicht besser macht und eigentlich auch schon der Sargnagel für so ein Vorhaben ist. Es ist also reines Glücksspiel und hat mit Competitive wenig bis gar nichts zu tun. Zu Redaktionsschluss haben sich immerhin ganze 10 Spieler hierfür angemeldet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich als ehemaliger Organisator der Die Siedler 4 Weltmeisterschaft 2021 mit über 120 Spielern und noch weit mehr Zuschauern bin hier schon etwas irritiert, um das mal diplomatisch auszudrücken. Das neue Die Siedler scheint immer noch weit weg von einem bugfreien Spiel zu sein, aber ohne das jetzt selbst getestet zu haben, berichten mir die wenigen verbliebenen Spieler, dass man die meisten Matches jetzt wohl ohne Absturz oder Desync beenden kann. Mit dem letzten Patch vom 17. April wurden Dinge geändert wie einen verbesserten Countdown, wenn es mit dem Matchmaking nicht hinhauen sollte. Außerdem wurde ein Problem mit nicht richtig angezeigten Ressourcen beim Straßenbau behoben und der gefürchtete und schon längst zum Meme gewordene Fehlercode Wald 0008 sollte ebenfalls Geschichte sein. Auch das Rejoin in eine Partie,
aus der ihr durch ein anderes Problem rausgeflogen seid, sollte nun zuverlässiger funktionieren, was aber auch zeigt, dass man immer noch an grundlegenden Dingen arbeiten muss, das aber immerhin auch tut. In den kommenden Die Siedler News werfen wir dann mal einen Blick ins großartige Artbook für die Siedler Neue Allianzen. Denn grafisch hat das Team um Art Director Edgar Bittencourt viel richtig gemacht und auch das sollte man mal erwähnt haben. Spielt ihr noch die Siedler Neue Allianzen oder habt ihr mit dem Titel bereits abgeschlossen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Für mehr News rund um das Die Siedler-Universum sowie Echtzeit- und Aufbaustrategiespiele gerne ein Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.